Bevor der Pontos eine griechische Heimat wurde, gehörte er zu etwas Größerem. Ein Reich, das nicht aus einem Land bestand, sondern aus einer Idee. Die Idee, dass Ordnung nicht Gleichheit bedeutet und dass Größe nicht nur im Schwert liegt. Diese Idee begann mit einem Mann, dessen Name bis heute durch die Jahrtausende hallt. Kyros, der erste unter den Königen, der Begründer des Perserreichs. Im Süden, dort wo Sand und Himmel eins zu werden scheinen, lebte ein Volk, das die Welt kaum kannte und das doch auf sie wartete. Die Perser, ohne Paläste, ohne Schrift, doch mit Stolz und mit einer Sehnsucht, die sich wie Wind durch die Hügel zog. In einer jener Nächte, die selbst die Götter schweigen lassen, wurde ein Kind geboren, Kyros. Noch war er nur ein Name ohne Bedeutung, ein Atemzug im Wind. Doch das Schicksal hatte ihn längst gesehen. Er wuchs nicht auf einem Hof auf, sondern in der Weite, beim Hirten, mit Sand zwischen den Fingern und den Himmel über sich. Dort lernte er, was kein Lehrer sagen kann: Zuhören, führen ohne Befehle und glauben an etwas, das noch keinen Namen hatte. Sein Großvater war Astyages, König der Meder, Beherrscher alter Macht. Aus Angst ließ er das Kind einst verstecken. Doch das Schicksal kehrte zurück. Als Kyros eines Tages vor ihm stand, war er nicht mehr der Junge von damals. Er war die Antwort, die niemand hören wollte. Kein Schlacht, kein Blutbad, nur ein Aufwachen. Die medische Ordnung fiel, nicht durch Gewalt, sondern durch Vertrauen. Kyros nahm die Meder nicht gefangen, er gewann sie. So begann es, ein Reich, nicht der Zerstörung, sondern der Verbindung. Kyros zog nach Lydien und sprach mit den Überlebenden. Er erreichte Babylon und ehrte die Götter der Stadt. Er zerstörte kein Tempel, er öffnete Türen. Er nannte sich nicht Sohn der Sonne, er ließ sich nicht anbeten. Er aß wie seine Männer, schlief auf hartem Grund. Und doch folgten ihm Könige, nicht aus Furcht, sondern aus Achtung. Die Bibel nennt ihn Gesalbter des Herrn. Die Griechen sahen in ihm den Idealherrscher. Sein eigenes Volk nannte ihn nur Padishah, König der Könige. Im Jahr 530 v. Chr. starb Kyros, fern seiner Heimat, auf einem Feldzug. Sein Grab, ein schlichtes Haus aus Stein, ragt bis heute aus der Erde von Pasargadai. Dort stand einst geschrieben: O Mensch, ich bin Kyros, der das Reich der Perser gegründet hat. Beneide mich nicht um das, was ich war.
Nicht jedes Reich lebt ewig. Doch manche Namen überdauern Jahrtausende. Kyros war nicht nur ein Herrscher. Er war eine Idee, dass Macht auch Würde tragen kann. Und vielleicht, nur vielleicht, trägt jeder von uns ein kleines Stück diese Flamme in sich.